Ja, zwei. Hallo, hier kommt wieder ein neues Video. Ich nenne dieses Video Lichtblick. Und es ist ein Thema, da habe ich schon mehrere Videos drüber gemacht. Aber ich habe insgesamt etwa 500 Videos gemacht und irgendwo darunter sind diese Videos. Man findet sie also nicht so schnell und eigentlich sieht man, wenn man irgendwo bei jemandem mal auf den Kanal guckt, so die letzten 2, 3, 4 Videos, die hochgeladen sind und die anderen, da schaut man auch nicht durch, was da alles drunter ist. Darum mache ich jetzt wieder dieses Thema. Ich nenne es Lichtblick, weil es auch wie ein Licht in das Leben hineingekommen ist, in mein Leben. Und ich richte mich speziell an die Menschen, die sich ganz, 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 ganz intensiv festkrallen an diesem Hier und Jetzt und an ihren Gütern, ihrem Besitztum, wovon fast alles tot ist, tote Materie. Daran krallen sie sich fest und sie haben ganz, ganz große Angst, es könnte sich irgendetwas in ihrem Leben ändern und irgendetwas an dem Alltag. Und ich sage, sicherlich wird sich etwas ändern und es ändert sich auch im Großen etwas in der Welt. Das können wir ja auch fühlen und jeden Tag merken, dass etwas geschieht. Und ich berichte jetzt mal von einem schönen Erlebnis, das ich hatte. Und zwar bin ich ja Sozialpädagoge und kam abends von der Arbeit mit meinem Auto und musste auf dem Rückweg durch einen Ort, eine Kleinstadt, die heißt Oberkirch. Auch da in dem Namen ist wieder das Wort Kirche enthalten. Oberkirch, obere Kirche. Und ich fahre da rein in den Ort und plötzlich überholt mich jemand, ein Auto, schert vor mir ein und bremst ab, sodass ich auch bremsen muss. Und in dem Moment leuchtet bei ihm hinten auf der Ablage auf Jesus Christus. Und ich dachte so, wieder ein Erlebnis, wieder hat es etwas mit Jesus Christus zu tun, ein Thema, mit dem ich mich schon viele Jahrzehnte beschäftige. Und fand das aber irgendwie auch gut, interessant. Es war etwas anderes als der Alltag. Und irgendwie haben wir uns wieder gesehen auf irgendeinem Parkplatz und kamen ins Gespräch miteinander und haben so kurz über Gott und die Welt gesprochen, sage ich mal. Also darüber, was man so macht. Und er hatte mich eingeladen, dass ich ihn mal besuchen kann, ihn und seine Frau. Und das habe ich dann auch gemacht. Irgendwann ein paar Wochen später oder ein paar Tage später bin ich dort zu ihnen gefahren. Seine Frau Claudia war sehr freundlich, lebt sehr, sehr bescheiden, möchte ich sagen. Und er, Uwe, ist sein Name. Sie sind beide Frührentner gewesen und leben ganz, ganz, ganz bescheiden, aber sehr, sehr freundlich.
Ich bin also dort gewesen. Wir haben uns eben über Gott und die Welt und über Jesus Christus unterhalten und über das, was so geschieht in der Welt, was das Leben ist. Und wir hatten alle drei, und das habe ich auch mit vielen anderen, so dieses Gefühl, wir kommen aus einer anderen Ebene sozusagen hier in diese Welt, auf die Erde sind wir gekommen, aber wir kennen uns schon aus anderen Zusammenhängen, aus einer anderen Welt oder aus einer anderen Ebene und sind uns vertraut. Ja, dann war ich ein paar Mal da bei Ihnen. Wir haben uns unterhalten. Und als ich das letzte Mal da war und wieder weggefahren bin, kam die Claudia zu mir und küsste mich hier auf die Wange und sagte: Andreas, du weißt hoffentlich, dass du das Gute bist. Und so bin ich von ihnen gefahren und hatte diesen Ausspruch noch im Ohr. Ein paar Tage später habe ich erfahren, dass sie gestorben ist und dass sie Krebs hatte. Sie hatte ein amputiertes Bein, das wusste ich, und sie hatte Krebs. Und ich war mal mit ihnen in den Ort gegangen, Oberkirch. Da sind wir da durchgeschlendert und da ist auch eine große alte Kirche und ich habe so gesagt, wollen wir da mal reinschauen? Und sie sagten aber, nein, sie gehen nicht in solche großen Kirchen, die sind ihnen eher unheimlich oder suspekt, was ich auch verstehen kann. Es gab zu Jesus Zeiten nicht solche Kirchen und auch nicht solchen Pomp in Kirchen. Das kann ich also sehr gut verstehen. Bei mir ist es so, ich bin mit 14 Jahren konfirmiert worden und früher musste man in der Schule zum Religionsunterricht und zu bestimmten Anlässen in die Kirche und man musste auch zum Konfirmandenunterricht und sich konfirmieren lassen. Aber dann mit 14 war das Thema Kirche auch vorbei bei mir. Von daher fand ich das also ganz okay, dass sie keine Lust hatten, da in die Kirche zu gehen. Ich bin also von ihnen gefahren, habe erfahren, dass die Claudia gestorben ist an Krebs. Das hatte sie mir nicht gesagt, dass sie Krebs hat. Und ich hatte immer noch in meinen Ohren diesen Ausspruch: Andreas, du weißt hoffentlich, dass du das Gute bist. Und das kam so klipp und klar zu mir in mein Leben, in meinen Alltag rein, und dass ich dachte, ich habe das noch nie so betrachtet oder ich habe mich noch nie so betrachtet, dass ich sage, ich bin das Gute. Das ist ja mehr als nur ich bin gut, sondern ich bin das Gute, ich verkörpere das Gute. Das sagt mir eine etwa gleichaltrige, erfahrene Frau mit sehr viel Lebenserfahrung und auf eine so sehr, sehr schöne Art und Weise, dass ich also lange Zeit darüber nachgedacht habe. Und das ist etwas, das hat mich in meinem Alltag berührt und mich auch aus meinem Alltag herausgezogen, weil die Welt plötzlich wieder größer ist. Und das meine ich gerichtet an diejenigen, die sich hier an dieses Hier und Jetzt krallen und Angst haben, es könnte sich irgendetwas verändern. Es wird sich etwas verändern und es kann sehr, sehr schön sein, was sich verändert. Dass also ein anderer Mensch oder ein Erlebnis in das eigene Leben tritt, was das Leben auch berührt und verändert, was einen herauszieht aus dem Alltag oder einen erhöht in dem Alltag. Und man braucht keine Angst zu haben vor Veränderung. Und ich gehe mal davon aus, dass das immer mehr wird zurzeit. Und man muss immer mehr damit rechnen, dass einem so etwas widerfährt. Egal wo, egal wie, egal wann. Plötzlich hast du dieses Erlebnis. Du fragst dich, wie kann das sein? Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass
bei diesem Typen, der mich überholt, am Auto hinten plötzlich Jesus Christus aufleuchtet, der Schriftzug. Woher weiß er, dass ich mich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Jesus Christus beschäftige? So, er hatte also mehr Wissen als ich, oder er wusste etwas, was ich nicht wusste. Ich wusste nicht, dass andere wissen, dass ich mich schon so lange damit beschäftige. Also hatte ich da auch dran herumgerätselt, und als ich diese paar Male bei ihm war, war mir auch klar, es sind sozusagen Engel, aber nicht eben Engel, wie wir sie haben, so als kitschige Figur mit Flügeln, sondern Engel sind oftmals sehr, sehr, sehr bescheiden und sehr zurückhaltend und sehr leise, aber sie haben eine Art und Weise, das merkt man, das fühlt man, da ist sofort so etwas von, es ist einem vertraut, es gibt ein gemeinsames Verstehen, eine Übereinstimmung. Es gibt das Gefühl, man kennt sich aus einem anderen Leben, aus einer anderen Welt, aus einem anderen Zusammenhang, und es berührt einen. Das kann einen so ein Erlebnis also viel mehr berühren, auch wenn es gar keinen Geldwert hat, keinen finanziellen Wert hat, kann es einen mehr berühren, als wenn plötzlich ein dicker Mercedes vor der Haustür steht, den man bekommen hat oder sich gekauft hat, der einen auch irgendwie berührt, weil man stolz drauf ist. Kann es aber sein, dass so ein kleines Erlebnis einen viel, viel, viel intensiver berührt, und das ganze Leben lang bleibt es dabei. Man vergisst das nicht. Und man hat, wenn es zu Gesprächen kommt, auch die Gespräche noch im Ohr. So etwas ist also möglich. Ich hatte kurz danach zum Beispiel auch das Erlebnis im Supermarkt, in dem ich meine Lebensmittel einkaufe, begegnet mir jemand auch etwa in meinem Alter. Wir haben uns noch nie gesehen, schauen uns aber an, wir erkennen uns quasi. Wir kommen uns bekannt vor und lächeln uns an, sprechen aber nicht so miteinander, aber schauen uns mehrmals so richtig intensiv an und auch in die Augen. Und ich dachte, aha, da kommt wieder einer aus einer anderen Ebene sozusagen hier in diese Welt und in mein Leben. Und er ist mir vielleicht so insgesamt 4, 5 Mal begegnet in diesem Supermarkt. Gerade vor 2 Tagen wieder, wo ich ihn aber erst nicht erkannt habe, weil er die Maske auf hatte und ich hatte meine nicht mehr auf, weil es keine Maskenpflicht mehr gab oder gibt. Und er hatte mich dann angesprochen, ich hatte ihm erzählt, dass ich wahrscheinlich wegziehen werde. Ich komme eigentlich aus Norddeutschland, bin vor 20 Jahren nach Süddeutschland gezogen und ziehe wahrscheinlich nach Rheinland-Pfalz. Und das hatte er noch sozusagen im Gedächtnis. Wir standen beide an der Brottheke und er sprach mich so an: Na, bist du wieder zurück? Und ich war erst so überrascht und schaue ihn so an und habe herumgerätselt, weil ich ihn auch nicht erkannt habe, weil er diese Maske auf hatte. Und dann dämmerte es aber so langsam, nach ein paar Minuten war mir klar, ach, das ist der und der mir da begegnet ist. Und wir haben ein paar Mal gesprochen. Und jetzt an der Brottheke hatten wir uns 5 Minuten lang vielleicht so auch angeschaut und haben Hallo gesagt und so, wie geht's? Halt sehr oberflächlich, und dann ist jeder seines Weges gegangen. Wir haben uns sehr freundlich verabschiedet, aber es ist auch jemand, bei dem ich weiß, ich würde ihn als Engel bezeichnen. Er kommt aus einer anderen Ebene in diese Welt und er gehört nicht zu denen, die sich festkrallen an diesem Hier und Jetzt, sozusagen, wo alle Existenz für ihn aufhören würde, was außerhalb hiervon ist oder was hierüber hinausreicht. Und das möchte ich allen Menschen mitgeben, keine Angst davor zu haben, wenn euch so etwas widerfährt, sondern seht es mal als Wunder an. Und es kann einfach wundervoll
schön sein, dass man diese Begegnung hat. Es gibt sie immer mehr weltweit, immer mehr, weil es die große Veränderung geben wird. Und wir sind auf dem Weg dazu. Und man muss keine Angst davor haben, dass sich etwas verändern wird. Es wird sich sowieso verändern. Das ist sozusagen schon festgeschrieben. Das wird geschehen. Schauen wir uns heute die Welt an, mit all den Informationen, die wir haben, mit den täglichen Nachrichten, mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine, mit dem, was in den Städten dort passiert und wie Krieg geführt wird, dann ist es auch dringend erforderlich, dass sich etwas Großes ändert. Und dieses Thema hatte ich jetzt in den letzten Videos, 5, 6 Videos, auch gehabt, das Thema, dass wir über den Krieg hinauskommen müssen und es schaffen müssen als Menschen, dass, wenn wir nicht untergehen wollen, wir uns erheben müssen. Wir müssen uns über diesen Kriegsgedanken erheben und den Gedanken, dass Krieg zu uns gehört. Er gehört nämlich nicht zu uns. Und jeder Engel würde sagen, Krieg gehört nicht zu deinem Leben. Du lässt es dir einreden, du liest es irgendwo, es wird dir eingetrichtert, du wirst so erzogen und du nimmst es als selbstverständlich, aber Krieg gehört nicht in dein Leben. Und das kannst du merken, weil du eine ganz andere Sehnsucht hast, als die in einen Krieg zu ziehen. Ich würde mal sagen, die allermeisten Menschen haben die Sehnsucht nach Frieden und nach wunderbaren Erlebnissen und nach geistreicheren als dem, was uns jeden Tag widerfährt. Und das ist eben auch dieses, was ich bei den Begegnungen, ich hatte in meinem Leben viele solcher Begegnungen, hatte das Gefühl, sie kommen auch eben aus einer geistreicheren Ebene. Und es ist für sie völlig klar, dass es Geistreicheres gibt als das, was hier auf der Erde geschieht. Ja, das wollte ich jetzt sagen. Und es war also ein tolles Erlebnis. Muss man sich mal so überlegen. Wie kommt jemand dazu, einen anderen mit seinem Auto zu überholen abends und dann schaltet er muss ja irgendeinen Schalter bedient haben, einen Schalter an und hinten steht dann so groß in so großen Buchstaben Jesus Christus. Wie kommt man dazu? Wie platzt man so in das Leben eines anderen Menschen und macht das? Und wie hat man den Mut dazu, auch das zu tun? Man hat keine Angst, sich lächerlich zu machen, sondern für diesen Uwe war es völlig selbstverständlich. Und es war selbstverständlich für die Claudia, dass sie mir sagt, Andreas, du weißt hoffentlich, dass du das Gute bist. Und auch weil sie mich hier so geküsst hat, mir so einen Abschiedskuss gegeben hat und weil sie gestorben ist, ist es für mich ganz, ganz, ganz bedeutsam und etwas, was mir sehr viel Kraft gibt in meinem Leben. Und es bewahrt mich auch davor, wenn ich mir mal all die Nachrichten immer anhöre, so jeden Tag, mich davor an dieser Welt zu zerbrechen irgendwie, dass man keine Lust mehr hat auf dieses Leben, weil es so viel Negatives gibt und sich vermehrt. Und dieses Erlebnis bewahrt mich davor und es gibt mir Kraft und Power. Das gibt mir Kraft, dass mich eben Engel, sage ich jetzt mal, ansprechen und in mir einen Gleichgesinnten sehen. Sie wissen, dass ich mich mit Jesus Christus beschäftige, mit dem Thema, und es ist für sie völlig klar. Und es widerfährt mir überall und ständig seit zig Jahren das Thema Jesus Christus. Und ich finde es schön, ich beschäftige mich sehr gerne damit. Und auch wenn es andere Leute nervt oder man manchmal das Gefühl hat, man macht sich lächerlich bei vielen Leuten, weil das für sie überhaupt absolut gar kein Thema mehr ist in ihrem Leben oder in dieser Welt. Und bei mir ist es eben anders. Und ich möchte sagen, habt keine Angst davor, wenn ihr wunderbare, seltsame Erlebnisse habt.
sondern steht dazu und denkt darüber nach und lasst euch geistig berühren und schaut mal, was es mit eurem Denken und eurem Leben tut und wie es euer eigenes Leben beeinflusst oder verändert. Ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr schön und ich freue mich schon auf mein nächstes Erlebnis, muss ich sagen. Ja, so, und jetzt hatte ich Lust, das zu sagen, in die Welt zu posaunen, gerade frisch gebadet, die Haare sind etwas kraus. Und jetzt mache ich hieraus eben wieder ein Video. Ja. So. Den müssen wir erstmal wieder ausschalten.